Grüß euch, da ist wieder Rucksack-Taxi. Ich bin heute wieder in Fischbachau. Ich bin mit euch schon mal auf dem Breitenstor raufgegangen, allerdings mit Schnee. Und heute möchte ich über das Breitenstor Finstal raufgehen. Das ist ein bisschen eine andere Tour und einmal am Breitenstor im Frühjahr einmal ohne Schnee. Auf geht's! Ich gehe wieder links rauf. Ich glaube, man kann zwar gerade auch weitergehen, da muss ich direkt einmal schauen jetzt, was da dran steht. Also nein, da heißt es Wendelstein, Geitau Bahnhof, also wir müssen schon da links raufgehen. Da würden wir auch schon einmal auf den Breitenstor gegangen sein, allerdings nicht über das Breitenstor Finstal. Ihr wisst ja, bei mir kann man Kapitel überspringen. Wenn man was schon mal gesehen hat, so wie den unteren Teil, dann geht man einfach unten in die Videobeschreibung. Ich glaube, da steht irgendwo leider ganz klar geschrieben mehr. Dann klappt eben so ein Menü auf, da wo man direkt zum gewünschten Kapitel springen kann. Das ist aber nur der untere Teil, da wird man direkt abgelenkt. Das ist jetzt nicht Natur pur, sondern einfach Blüten in einem Garten. Und da bin ich letztes Mal da gerade aufgegangen. Das ist ein bisschen straßenähnlicher ausgebaut. Heute, ohne Schnee, zirkt es mich natürlich, ihr wisst es ja, links rein. Da geht es jetzt rauf. Ich denke mal, ihr müsstet genau an einer Kurve rauskommen, wo wir wieder auf die Straße kommen. Ein Steig ist mir halt lieber über die Straße, ihr wisst es ja. Wir kommen schon zu der Kurve, von der ich geredet habe. Da gehen wir jetzt dann auf der Straße weiter. Wir sind wieder an der Stelle. Letztes Mal, wenn wir normal auf dem Breitenstor gegangen sind wir durch die Schranken durch. Und heute geht es erst einmal rechts rüber Richtung Kesselalm. Und dann irgendwann, von der Seite bin ich so noch nicht gegangen, geht es dann links rauf zum Breitenstor Finstal. Die Straße geht ziemlich flach rauf und man merkt und sieht überall, dass es gestern noch geregnet hat. Das ist noch alles ein bisschen feucht und an sich aber wirklich schön griffig zum Gehen. Später wird es in meiner Liste dann drinstehen, dass man es nach einem Tag Regen praktisch gut gehen kann. Jetzt hätte ich es fast übersehen. Wir gehen gerade auf so eine Betonbrücke zu. Da unten steht so ein kleiner Schuppen und den muss man sich merken, weil da geht es jetzt für uns in den Steig rein. Ich möchte ja übers Breitenstor Finstal raufgehen. Ja, der Steig ist ganz schön steil, an ein paar Stufen drin. Und wir kommen schon wieder auf eine schmale Straße rauf. Die schaut nicht so aus, als ob es viel befahren ist. Dann geht es jetzt wieder ein Stückchen weiter. Genauso schnell, wenn wir das kurze Stückchen Steig hinter uns haben, geht es schon wieder nicht mehr weiter auf der Straße. Sondern wir halten uns leicht rechts und sind wieder in einem Steigerl drin. Ich habe ja gesagt, ich gehe den Weg heute auch das erste Mal rauf. Und er führt eigentlich zwischen dem letzten, wo ich auf dem Breitenstor mit Schnee aufgegangen bin, und der Straße, die zur Kesselalm aufgeht, führt der weitgehend rauf. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, es ist im Moment so, dass man über Rezepte zu Fichtenspitzen, Sirup und so weiter findet, aber man soll jetzt wirklich nicht von den jungen Bäumen ausreißen.
Also ein Baum braucht 4 Jahre, bis er die Beschädigung wieder weggemacht hat. Das ist der neue Ansatz vom Ast. Da kann man es da warten, bis wo einer abgerissen oder abgebrochen ist, und dann erntet man halt den ab. Weil viel braucht man nicht für so ein ganz Glasl voll. So, jetzt ist es mir auch passiert. Von lauter hinten nachgehe, den zwei, mit denen ich gerade kurz geratscht habe. Jetzt bin ich auch einmal wirklich 50 Meter verkehrt gegangen. Weil ich einer geradeaus nachgelaufen bin. Und dabei habe ich die zwei roten Punkte da noch gesehen. Ans Breitensteiner Fensterl geht es links rauf. Und da wird es gleich noch ein bisschen steiler. Da ist schon mehr ein Stein. Wir gehen über Stock und Stein, wie man sagt. Vor lauter Falschgeh habe ich vorher übersehen, dass ich die zwei vor mir sage, halt auf, ihr wollt ja da rauf. Jetzt sehe ich gerade, ich hätte auch noch das Stück weitergehen können. Da war es nur mal links raufgegangen, weil jetzt sind sie wieder vor mir. Dann kann ich mir das schlechte Gewissen sparen. Wir sind schon da am ersten Etappenziel. Das ist eben der Umweg, den ich heute machen wollte, aus Breitensteiner Fensterl. Und gleich sieht man, warum es so heißt. Da stehen gerade zwei im Raum drin. Es geht da am Felsen entlang rauf, ziemlich steil. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es der einzige Weg ist. Und dann von uns aus gesehen links rüber. Das ist jetzt teilweise rot und teilweise aber auch blau markiert. Ich bin einmal gespannt, wie der Weg jetzt ausfällt. Weil es ist wirklich so ein Jagersteig, ich glaube, der nicht oft gegangen wird und der halt dann seine typischen Tücken hat. Auf jeden Fall ist er jetzt von da gut erkennbar. Von dem Steig gibt es da oben auch noch Varianten. Habe ich gesehen, die kommen wieder zusammen. Erst habe ich gemeint, die war noch mal voll shoppen. Aber die sind wahrscheinlich so 200 Meter. Ich bin aber jetzt gar nicht gewusst, dass ich da runtergegangen bin, weil man so schön seitlich aussieht in die Spitzingsee Richtung rüber. Ja, durch die Bäume mit der Kamera wird man es nicht so gut sehen, aber freie Auge hat man beim Laufgehen eine Aussicht. Ich bin jetzt wieder auf dem
Steig zurück, da wo ich auch ein Stück oberhalb gehen kann. Der kommt jetzt da von links rüber. Und ich muss sagen, schaut in dem Bereich wirklich in die Karten. Ich glaube, da einiges sind dann nur Wildwechsel, denen man ganz gut aus Versehen nachlaufen kann. Und im Nachhinein empfehle ich, geht es in dem Bereich nicht meiner aufgezeichneten Spur nach, sondern vielleicht vom Breitensteinfenster die obere Variante. Das sieht man in der Karte ganz gut. Dann läuft man nicht Gefahr, dass man falsch geht. Jetzt bin ich mir sicher, dass wir richtig sind. Wir sehen auf die Kesselalm runter. Und so habe ich es auf der Karte gesehen, dass wir oberhalb der Kesselalm so schräg links hinaufqueren und dann kommen wir auf den Weg, wie wir zum Breitenstein aufkommen. Mal schauen, ob ich heute oben reinkehre. Jetzt weiß ich wieder den Namen von der Alm nicht auswendig. Oder ob ich dann beim Runtergehen auf der Kesselalm reinkehre. Da kommen wir auch wieder zum Parkplatz zurück. Von der Kesselalm zum Breitenstein geht man an einer Felswand vorbei, oberhalb der wir uns jetzt bewegen. Auf dem Weg unten kommt man an der Materialseilbahn vorbei, die zur Hubertushütte gehört. Der Breitenstein Westgipfel. Da werde ich jetzt hinaufschauen und dann geht ziemlich weit herum ein Weg hinüber zum Breitenstein Ostgipfel. Wir rein am Breitenstein Westgipfel. Gigantisch schöne Aussicht heute. Und nachher geht es noch weiter auf den Breitenstein. Ihr habt das Schwedel gesehen. Wir bewegen uns auf alpinem Gelände oder in alpinem Gelände. Da heißt es nochmal konzentriert bleiben. Das ist wahrscheinlich ein ganz kleiner Steig, der da oben durch die Latschen führt. Da geht schon ganz wild durch.
zwischen die Latschen. Aber ich glaube, das ist bloß das Stückerl gewesen. Und jetzt geht es dann relativ normal weiter. Am Breitenstor ist natürlich mehr los. Da sind ein Haufen Leute um. Und es werden sicher noch mehr. Der Weg kürzt nicht viel ab. Und er ist eine lange Zeit in die Wintermonate gesperrt, auf den wir jetzt gehen. Da überlege ich mir, ob wir Wanderer freiwillig darauf verzichten könnten. Heute zeige ich euch Fotos vom Breitenstor. Bei so viel Leid wäre dem im Verpixeln von den Gesichtern nicht fertig. Aber ich glaube, man sieht auch, der Ort ist gut besucht, hat natürlich eine tolle Aussicht, aber es geht halt immer zu da herum. Ich bin gerade wieder runter vom Breitenstor und gehe jetzt noch auf die Hubertushütten. Ich habe mir es gerade noch mal sagen lassen am Gipfel, und wie es heißt, mir ist es herauf so einfach nicht eingefallen. Da werde ich jetzt einkehren. Die haben nur Außenterrassen, da gibt es keine Innenplätze. Und mir hat gerade einer vorgeschwärmt, dass die Kuchen noch recht günstig sind. Mit 2,50 € pro Stückel. Das gibt es wirklich nicht mehr überall. Naja, mal schauen, wie lange das noch so ist. Aber mir hilft es nicht viel, weil mein Lieblingskuchen ist der Zwiefelkuchen. Es war eine gemütliche Einkehr und ein wirklich netter Ratsch. Eine Hütte, wo ich gern wieder mehr einkehren wäre. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.